ich hier gerade lang gefahren bin, hörte ich ganz, ganz laut Kanonenschläge. Ich nehme an, dass hier irgendwo ein Truppenübungsplatz ist. Aber ich bin zum Glück nicht der Einzige, der hier lang fährt. Also hier sind schon noch 2, 3 andere Leute lang gefahren. Und 1, 2 sahen auch so aus, als wenn sie aus dieser Gegend hier kommen. Von daher sehe ich mich hier momentan noch nicht in akuter Lebensgefahr. Neuer Tag, neues Glück. Ich fahre heute einmal um die Müritz rum, bin gerade losgefahren, fahre hier an einer der Hauptstraßen lang, lasse mich jetzt zum Start der Route leiten. Die habe ich mir bei Komoot runtergeladen und mal schauen, wie gut das denn ist. Noch ist die Fahrt um die Müritz nicht ganz so charmant. So, jetzt hatte ich ganz naiv, wie ich bin, einen kleinen Denkfehler in meiner Tour. Ich habe mir die einfach bei Komoot geklaut und dachte, ja, das wird schon hinhauen, das sieht gut aus. Und zum Startpunkt lässt sie dich dann auch navigieren mit deinem Fahrradcomputer. Stellt sich raus, der Beginn ist in Röbel. Das heißt, er hätte mich 30 Kilometer nach Röbel navigiert, um da dann noch mal einmal um die Müritz, mich dann wieder nach Röbel zu navigieren. Und das wäre mir noch ein bisschen viel gewesen. Jetzt mache ich das alles peu à peu mit Komoot, so langsam. Erstmal weiter nach Röbel. Ich hoffe, die Landschaft wird ein bisschen schöner, weil hier sieht es momentan noch richtig doof aus. Tja, meine Route bisher nach Röbel fährt immer noch an dieser relativ viel befahrenen Landstraße entlang. Ich hoffe mal, dass Komoot da jetzt nicht wirklich die verkehrsreichste Strecke rausgesucht hat. Aber ich weiß, dass auf der Ostseite der Müritz Naturschutzgebiet ist. Also da wird es auf alle Fälle ruhiger werden. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Ich hatte die Faxen dicke. So, ich wollte jetzt einfach nicht mehr an dieser scheiß Landstraße fahren, weil da zu viel Verkehr ist. Und das wäre wahrscheinlich noch bis nach Sito oder noch weiter gegangen. Und jetzt fahre ich nun mal hier. Auch jetzt habe ich mich wieder dafür entschieden, von der Straße abzufahren, einen kleinen Umweg zu fahren. Mein Navi ist schon wieder groß am Rumberechnen. Statt 4,5 Kilometer nach Röbel sind es jetzt 8,5. Aber ich glaube, die Aussicht hier, okay, die Aussicht mit dem Mais ist nicht so schön, aber auf alle Fälle schöner als LKWs und Autos auf der Schnellstraße. Gerade musste ich wieder ganz spontan sein. Eigentlich hätte ich geradeaus weiterfahren sollen auf dem ausgeschilderten Radweg. Es war aber eine Ecke, wo rechts vor links war. Von rechts kam ein Auto und ich dachte, sicher ist sicher. Ehe du dich hier verbremst, fahr doch einfach rechts dran vorbei. Dann gibt es gar keine Kollisionsgefahr. Und auch der Weg hier führt irgendwann nach Röbel. Leicht nach unten ausrollen. Auf einem schönen asphaltierten Weg, der jetzt gerade auch mal nicht huckelig ist. Was gibt's Schöneres?
mich da wirklich nicht beschweren, weil da hinten irgendwelche Gartenarbeiten gemacht werden. Aber ich glaube, ansonsten habe ich hier echt ein perfektes Plätzchen gefunden. Direkt an der Müritz bei Röbel. Jetzt bin ich hier in Röbel, fahre entlang der Müritz. Man sieht sie vielleicht im Hintergrund ein bisschen. Und schlage mir jetzt meinen Weg am Ostufer durch. Ich glaube, so viel Strecke ist das gar nicht mehr. Wir werden es sehen. Hier ist es ganz schön düster. Guter Waldwuchs direkt am Ufer. Aber ich finde das schön. So ein schönes grünes Dach über mir. Perfekt. Ein weiteres Mal weiche ich von meiner Route ab. Ich glaube, heute sieht der Radcomputer mehr blaue Alternativroute als die Route, die er mir vorgegeben hat. Denn gerade wäre ich an der Hauptstraße gefahren, wenn ich nach Navigation gefahren wäre. Und hier ist es wesentlich schöner. Oh, da sind gerade ein paar kleine Gänse. Vielleicht kriege ich die auch noch ins Bild. Schnatt, schnatt, schnatt. Und der Weg hier ist auf alle Fälle wesentlich idyllischer. Schnatt, schnatt, schnatt. Jetzt bin ich doch wieder auf der Schnellstraße unterwegs, beziehungsweise auf der Landstraße. Also eine richtige Schnellstraße sieht anders aus. Dafür ist ja viel zu wenig Verkehr. Ich gucke immer mal so ein bisschen in den Rückspiegel, damit mir nichts passieren kann. Ja, das war jetzt mein kleiner Kurzbesuch in Röbel. Am besten hat mir gefallen natürlich der kleine Steg, auf dem ich vorhin gesessen habe. Der eigentlich, glaube ich, noch gar nicht so richtig zu Röbel zugehört. Und in this very moment we are leaving Röbel city limits. Also so schön die Landschaft auch ist, kleiner Tipp von mir, kommt nicht im September, denn dann steht der Mais so hoch, dass ihr von der schönen Landschaft, von der platten Landschaft nicht wirklich viel seht, sondern hauptsächlich Wände aus Mais. Aber das Radfahren macht natürlich trotzdem Bock. So, bisher macht die Tour richtig Mörderspaß. Ich habe jetzt ungefähr 33 Kilometer auf dem Tacho und das Wetter ist einfach perfekt. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Ich habe, glaube ich, noch genug zu trinken mit. Ansonsten habe ich Geld dabei, was bei mir eher selten der Fall ist. Also ich könnte mich auch irgendwie noch mal ein bisschen versorgen. Von daher bestes Wetter, um heute vielleicht tatsächlich nicht nur die Müritz zu umrunden, sondern um tatsächlich 100 Kilometer in Angriff zu nehmen. In dieser schönen Landschaft, bei diesem tollen Wetter, in guter Form. Warum nicht? Weiter geht's. Einfach nur schön. Ich freue mich. Perfekter Tag. Es kommt mir so vor, als wenn der Weg immer schöner werden will. Am Ufer Pferde, Romantik pur. Ich find's geil. Und auch jetzt wieder ein schöner Radweg
Einfach nur durch den Wald. Leute, ich liebe diese Gegend. Guckt euch das doch mal an. Hier sehen wir die Strecke, wo ich gerade lang gefahren bin, durch den kleinen Wald. Und kaum kommt man hier raus, sieht man hier so einen kleinen Bachlauf, der so ein bisschen vertümpelt ist. Das sieht einfach nur geil aus. Libellen, Eidechsen habe ich gesehen. Ganz toll. Ich bin schon wieder an der Schnellstraße geroutet, aber auch hier werde ich zusehen, dass ich schnell wieder einen Weg wegfinde. Es muss doch möglich sein, hier wieder zurück zur Natur zu kommen. Und schon bin ich wieder zurück auf dem Müritz-Rundweg und es ist wesentlich ruhiger und entspannter. Der Müritz-Rundweg ab Vietzen lässt sich optimal fahren. Oh, jetzt waren hier gerade mal 2 kleine Huckel, um mich Lügen zu strafen, aber ansonsten fährt es sich auf diesem schönen Asphalt hier wie auf einem Teppich. Herrlich, herrlich, herrlich. So, ich bin jetzt hier bei Rechlin angekommen. Hier gibt es eine schöne kleine Badestelle hinter mir. Und auf der anderen Seite sieht man den beschaulichen kleinen Hafen. Nettes Eckchen, muss ich schon sagen. So, hier fährt es sich jetzt gerade mal nicht ganz so spannend. Auf der Seite rechts von mir sieht man eine grüne Wand. Hier stehen überall Warnschilder, kampfmittelbelastetes Gebiet. Ich nehme mal an, ein altes NVA-Gebiet. Da sieht man es eins wieder. Betreten und befahren verboten. Naja, macht man natürlich dann auch nicht. Und deswegen zieht sich das jetzt hier alles ein bisschen lange hin. Immerhin kann man hier wieder neben der Fahrbahn fahren, hat einen eigenen separaten Radweg. Ich habe vor mir gerade eine Familie. Vielleicht sieht man sie. Lass sie jetzt erstmal entspannt vorfahren. Cool mal ein bisschen runter. Und genieß das Grün. Die grüne Wand links und jetzt auch die grüne Wand rechts. Ich muss schon sagen, das macht ziemlich viel Bock, hier so durch den Wald zu schrödern. Jetzt schon seit über 5 Kilometern. Bald bin ich am Ausgang, vermute ich mal. Aber es ist schön und es ist angenehm kühl. Schattiges Plätzchen. Man fährt selten mal durch eine Lichtung durch. Ansonsten viel Schatten. Coole Strecke, viel Spaß. Oh, hier komme ich gerade auf einen Ausblicksturm zu. Den werde ich mal auslassen und mir nicht angucken. Aber man kann ja mal drunter durchfahren. Und schon ist der Weg wieder asphaltiert und führt aus dem Wald heraus in eine schöne, ja weiß nicht, Heidelandschaft.
muss sagen, hier lässt es sich wirklich sehr angenehm fahren. Der Weg ist schön eben, nachdem ich hier erst so ein kleines huckeliges Stück hatte. Aber hier ist er wirklich einwandfrei zu fahren. Ich fahre hier gerade neben einem kleinen Fluss entlang. Der sieht auch ganz idyllisch aus. Auf der anderen Seite, hinter den Bäumen, sehe ich die weiten Felder. Traumhaft. Die Zivilisation hat mich wieder. Tatsächlich, ich bin aus dem Wald raus und ich fahre jetzt hier an einer schönen grünen Wiese entlang. So. Hier scheint auch wieder ein bisschen die Sonne. Das ist gar nicht so verkehrt, dass man mal wieder so ein bisschen wärmer wird, weil es doch im Schatten relativ frisch ist. Ich will ja jetzt hier nicht zu großkotzig klingen, aber den Potsdamer Platz habe ich anders in Erinnerung. So, theoretisch sind das jetzt die letzten paar Kilometer bis nach Waren zurück. Einmal um die Müritz ist geschafft, anscheinend. Kürzer als ich gedacht hätte. Ich habe jetzt 67 Kilometer drauf und Waren ist noch 9 Kilometer entfernt. Ich hätte eigentlich meine Tour, die ich mir rausgesucht hatte, 83 Kilometer. Also habe ich da doch noch irgendwie eine nette Abkürzung gefunden. So, Waren hat mich erstmal wieder. Dann gucke ich jetzt mal, wo es mich denn noch hin verschlagen kann. So, ich bin aus Waren wieder raus. Meine Güte, war das gerade ein Affentanz. Von einer Straßenseite auf die andere. Ja, der Gehweg, der Radweg wurde immer auf dem Gehweg geführt. Mal auf der einen Seite, mal auf der anderen. Kaum war ich auf der einen, habe ich schon gesehen, es geht wieder auf die andere Seite. Aber jetzt bin ich wieder raus und unterwegs zum Torgelower See. Den habe ich mir ausgesucht. Der ist ungefähr 10 Kilometer entfernt. Ja, und vielleicht habe ich da noch mal eine Chance, mein Picknickdeckchen irgendwo aufzumachen. Und vielleicht gibt es da ja sogar mal ein Fischbrötchen. So langsam kriege ich nämlich Schmacht. Wir haben es jetzt 15 Uhr und seit dem Frühstück habe ich nichts gegessen. Hier wird es gerade richtig hügelig, man glaubt es kaum. Mecklenburger Seenplatte sieht ganz schön hügelig aus. Ja, so ein kleines Faible für schöne Trauerweiden, so wie die hier gerade vor mir. Die sieht ja wohl prächtig aus, oder? Nach Torgelow führt wieder so eine schöne, eichenbewachsene Allee. Ah, es macht so einen Bock hier. Ja, das ging jetzt ja ordentlich schnell. Torgelow ist schon erreicht. Nächstes Etappenziel auch geschafft. Ich stehe hier am Torgelower See und werde hier jetzt erstmal eine klitzekleine Pause machen. So, auf dem Weg nach Gliwitz noch ein paar Kilometer machen, damit ich die 100 auch tatsächlich voll kriege. Und hier ist der Weg jetzt mal nicht hundertprozentig so schön. Wie gesagt, der Weg von Torgelow nach Gliwitz nicht unbedingt so super zu fahren.
Dafür aber auch eine ziemlich unbelassene Natur. Also ich höre hier teilweise Geräusche vom Wild, die ich sonst bei uns nicht so zu hören kriege. Ganz nett. So, jetzt hatte ich auf den letzten Kilometern doch noch ein ziemliches Problem, und zwar eine ordentliche Panne. Ich zeige euch das mal. Da ist mir nämlich jetzt der Schutz von meinem Riemen abgegangen, beziehungsweise es gab einen Ermüdungsbruch, sodass das hintere Teil immer hier hinten auf den Riemen gefallen ist. Und das wollte ich natürlich nicht scheuern lassen. Jetzt habe ich den erstmal abgenommen und werde ohne weiterfahren. Ich denke mal, dass das auch so funktionieren wird, weil der Schutz sorgt ja nicht dafür, dass der Riemen in der Führung bleibt. Naja, ist halt so, muss ich irgendwo mal Ersatz herkriegen. Kein Beinbruch, auf alle Fälle kann ich weiterfahren. Was mir so ein bisschen mehr Sorge macht, als ich hier gerade lang gefahren bin, hörte ich ganz laut Kanonenschläge. Ich nehme an, dass hier irgendwo ein Truppenübungsplatz ist. Aber ich bin zum Glück nicht der Einzige, der hier lang fährt. Also hier sind schon noch 2, 3 andere Leute lang gefahren. Und 1, 2 sahen auch so aus, als wenn sie aus dieser Gegend hier kommen. Von daher sehe ich mich hier momentan noch nicht in akuter Lebensgefahr. Ja, famous last words. Dann weiter. Nicht mehr richtig sprechen, der Weg hier ist zu schlecht. Aber jetzt ist er vorbei. Leute, was ein Ritt. Bin ich hier gerade 5 Kilometer direkt an einer gut befahrenen Landstraße entlang gefahren. Jetzt hat er mich endlich wieder auf so eine Nebenstraße geroutet. Und ich näher mich den 100 Kilometern. Die sollte ich auf alle Fälle noch voll kriegen. Denn Waren kann ich noch nicht so wirklich erkennen, oder? Ich weiß nicht, ob es da hinten am Horizont ist. Aber auf alle Fälle habe ich jetzt schon über 90 Kilometer. Und das sollte eigentlich reichen. Weiter dem Sonnenuntergang entgegen. Das Gute ist ja, es klappert nicht mehr. Es hat vorhin die ganze Zeit geklappert. Ich dachte mal, meine Fresse, das ist diese Ortlieb-Tasche, dass die irgendwie nicht richtig hinten aufliegt. Aber nein, es war der Schutz vom Riemen, der jetzt nicht mehr da ist, und jetzt läuft das Ding wieder butterweich. Ach, dass sowas von sowas kommt. Ah, übrigens, ja, ich fahre hier eigentlich wieder auf einer schönen Landstraße. Auch hier habe ich jetzt wieder ganz viel Mais zu sehen. Aber trotzdem, der Weg ist das Ziel und der Weg sieht trotzdem ganz gut aus. Die letzten Kilometer ziehen sich noch mal ein bisschen, aber bestechen durch ihre schöne Hügellandschaft. Es nähert sich schon fast die blaue Stunde. Ich sehe gerade, ich habe mein Ziel erreicht. 100 Kilometer sind geschafft. Juhu. Leider habe ich das Feld nicht eingerichtet auf meinem Navi, das mir zeigt, wie lang es noch bis zum Ziel ist. Er zeigt mir immer nur bis zur nächsten Abzweigung. Aber ich sehe hier schon eine Kirche, die mir bekannt vorkommt. Und da ist eine Kirche, die ich sogar von unserem Balkon aus sehen kann. Um nicht zu sagen, da hinten die Kirche. Und es kann sich nur noch um Minuten handeln. Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich raus muss.